Du denkst, Stahl ist einfach Stahl? Dann erklär mir das. Warum lässt sich dieses Bauteil verbiegen? Und dieses reißt plötzlich? Der Unterschied liegt nicht im Material selbst, sondern in seiner Herstellung. Es gibt zwei grundlegende Wege, Stahl zu walzen. Über einer bestimmten Temperatur oder darunter. Und genau diese Temperatur ist entscheidend. Man nennt sie Rekristallisationstemperatur. Bei Stahl liegt sie grob im Bereich von etwa 550 bis 700 Grad Celsius. Oberhalb dieser Temperatur kann sich die innere Struktur, das Gefüge, neu anordnen. Vereinfacht gesagt, der Stahl vergisst einen Großteil seiner Verformung. Unterhalb davon passiert das Gegenteil. Die Verformung bleibt im Material gespeichert. Und genau dieser Unterschied entscheidet später darüber, ob sich ein Bauteil verbiegt oder plötzlich bricht. Beim Warmwalzen werden die Stahlbrammen, das Rohmaterial, vor dem Walzen meist auf etwa 900 bis 1250 Grad erhitzt. Der Stahl glüht dann deutlich. Und genau das ist entscheidend. Er lässt sich jetzt mit viel geringerem Widerstand umformen. Jetzt wird er durch Walzen geführt. Er wird gestreckt, dünner gemacht, in Form gebracht. Und dabei gilt, der Stahl verformt sich, ohne sich wirklich dagegen zu wehren. Und genau das hat Folgen. Die innere Struktur, das Gefüge, kann sich immer wieder neu aufbauen. Das bedeutet, es entstehen kaum bleibende innere Spannungen. Der Stahl bleibt zäh, also widerstandsfähig gegen Bruch, auch wenn er sich verformt. Aber die Oberfläche reagiert mit der Umgebung. Es bildet sich Zunder, eine raue, dunkle Schicht. Die Oberfläche wird ungenau und auch die Maße sind nicht besonders präzise. Beim Kaltwalzen dagegen wird der Stahl nicht erhitzt, es läuft also bei Raumtemperatur ab. Die nötige Walzkraft ist jetzt sehr hoch, weil der kalte Werkstoff der Verformung deutlich mehr Widerstand entgegensetzt. Dabei kommt es durch Druck und Reibung zur lokalen Erwärmung im Material, aber typischerweise bleibt diese weit unter der Rekristallisationstemperatur. Und genau hier liegt der Unterschied. Die innere Struktur wird dabei nur verzerrt, aber nicht neu aufgebaut. Die Verformung bleibt im Material gespeichert. Das nennt man Kaltverfestigung. Und genau daraus entstehen die neuen Eigenschaften. Der Stahl wird fester, härter und deutlich präziser. Die Oberfläche wird glatt, sauber und die Maße stimmen viel genauer. Deshalb wird kaltgewalzter Stahl überall dort eingesetzt, wo es auf Genauigkeit und Oberfläche ankommt. Zum Beispiel bei Karosserieblechen oder bei vielen Haushaltsgeräten. Aber dieser Vorteil hat eine Kehrseite. Im Material entstehen Eigenspannungen. Das sind innere Spannungen, die im Stahl gespeichert bleiben. Und das bedeutet, der Stahl kann sich weniger verformen, ohne Schaden zu nehmen. Er wird empfindlicher gegenüber Rissen. Und jetzt kommt der Punkt, den viele komplett falsch verstehen. Das sind keine zwei getrennten Welten. In der Praxis werden beide Verfahren oft kombiniert. Zuerst wird der Stahl warm gewalzt. Aus einem dicken Block entsteht ein Band oder Blech. Das ist die Grundform. Dann wird die Oberfläche gereinigt, der Zunder entfernt. Und anschließend wird das Material kalt weitergewalzt. Warum macht man das? Weil beide Verfahren eine andere Zielsetzung haben. Warmwalzen ermöglicht große Formänderungen mit vergleichsweise geringem Widerstand. Kaltwalzen setzt genau danach an. Es verändert den Stahl weiter und stellt gezielt seine Eigenschaften ein. Deshalb gilt, fast jeder kaltgewalzte Stahl war vorher warmgewalzt. Aber nicht jeder warmgewalzte Stahl wird später noch kalt weiterverarbeitet. Und genau daraus ergibt sich der Einsatz. Baustähle und Träger, meist warmgewalzt, weil sie sich unter Belastung verformen können, ohne sofort zu brechen. Feinbleche und sichtbare Bauteile, meist zusätzlich kaltgewalzt,
weil dort Oberfläche und Genauigkeit entscheidend sind. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt. 2 Bauteile können identisch aussehen. Aber ihre innere Struktur, ihre Spannungen und ihr Verhalten unter Belastung sind völlig unterschiedlich. Und genau deshalb entscheidet nicht nur der Werkstoff, sondern vor allem der Herstellungsweg, ob etwas hält oder versagt.